Heute sprechen wir einmal darüber, warum du im Kopf behalten solltest, dass es nicht unbedingt immer nur die beste Lösung ist, bei Etsy zu verkaufen. Bitte versteh mich nicht falsch. Natürlich möchte ich, dass du einen Etsy-Shop erstellst und ich möchte auch, dass du dort verkaufst. Aber ich finde es wichtig, das im Kopf zu behalten, dass Etsy deinen Shop, ja, besitzt, ne? Weil letztendlich ist dein Shop auf deren Domain und du hast das Recht einzustellen, du hast das Recht, deine Gebühren zu bezahlen, aber es ist nicht wirklich dein Shop. Ne? Dein Shop wäre es, wenn er auf deiner Domain wäre. Wobei der Nachteil hier aber ganz entschiedener Nachteil ist, dass dort natürlich, dass du diese ganzen Funktionen, die Etsy dir kostenlos bietet, gar nicht hast. Du hast auch den Traffic nicht, den Etsy dir schon mal kostenlos bietet. Deswegen ja, muss man das halt immer im Kopf behalten. Es ist so ein zweischneidiges Schwert, aber auf der anderen Seite, kann man natürlich auch mit Etsy Geld verdienen. Und darauf solltest du dich auch erst einmal voll und ganz konzentrieren. Das sind viele Verkäufer, die zunächst einmal bei Etsy ihr Glück gemacht haben, ne, und viele Produkte verkaufen und dann rübergewandert sind, als sie eine gute Menge an ja, Kunden hatten, sind dann einfach in ihren eigenen Shop gewandert. Und das ist das, was du auch ja, für den Long Run sozusagen anstreben solltest. Du solltest erst einmal hingehen und Kunden sammeln, ne? Leute, die deine Produkte mögen, und solltest mit jedem Verkauf, den du hast, vielleicht einen Link zu deiner Webseite hinterlegen, sodass sich Menschen dort in deinen Newsletter eintragen, um wiederum von dir zu hören. Und wenn du das geschafft hast, wenn immer wieder Leute in deinen Newsletter kommen, das sind deine, ne? Das sind deine Kunden, die du immer wieder ansprechen kannst, denen du immer wieder eine E-Mail schicken kannst. Und deswegen haben wir ja auch schon bereits über Mailchimp gesprochen. Ganz wichtige Sache. Du solltest dir dort einen Newsletter anlegen, sodass du deine Kunden immer wieder anschreiben kannst. Und dann ist das Etsy ein gutes Sprungbrett. Also Etsy sollte dafür dienen, dass du neue Kunden erreichst, dass du erst einmal deren Tools nutzen kannst. Und wenn du dann mit dem Ganzen bereits genug Geld verdienst, dann kannst du hingehen und deinen eigenen Shop erstellen mit den ähnlichen Tools. Ne? Das sind natürlich, die kosten auch wieder Geld und das Erstellen des Shops kostet Geld. Also Etsy ist eine ganz tolle Möglichkeit, um erst einmal anzufangen. Und es ist natürlich auch so, dass Etsy sogenannte Bedingungen hat, wie du dort verkaufen darfst. Ne? Und in diese solltest du immer einmal reingucken, solltest dir nachlesen, was du alles tun kannst, um gegen diese Richtlinien zu verstoßen, weil dann können die natürlich auch immer deinen Shop zumachen und das sollte dir auf gar keinen Fall passieren, weil du möchtest ja die Kunden, die du bereits gewonnen hast, die deinen Shop bereits favorisiert haben, unter keinen Umständen verlieren. Und aus dem Grund solltest du immer versuchen, mit Etsy zusammenzuarbeiten. Natürlich gehen die nicht hin und schließen wahllos jeden Shop, der ihnen unter die Fingerchen kommt. Warum auch, ne? Sie verdienen ja auch daran, dass du deine Produkte dort einstellst, dass du deine Produkte dort verkaufst. Das sind für sie Gebühren und da möchten sie natürlich auch nicht unbedingt mit dir nicht kooperieren und dafür sorgen, dass du deinen Job zumachst. Also das wird erstmal nicht so einfach passieren, aber du solltest im Kopf behalten, es kann passieren. Und dafür solltest du Vorkehrungen treffen. Und diese Vorkehrungen heißen nun einmal, dass du ja zum einen erstmal über die Bedingungen, die Etsy stellt, im Klaren sein solltest und dass du immer danach kooperieren solltest mit denen. Und zum anderen, im Long Run sozusagen, solltest du versuchen, deinen eigenen Shop zu erstellen und deine Kunden von Etsy mitzunehmen in deinen eigenen Shop. Also das ist unterm Strich das Ziel. Es kann nämlich so schnell gehen. Ne? Mir ist einmal passiert, ich hatte einen Amazon Affiliate Account und habe dort fröhlich Produkte beworben, unter anderem mit Pinterest und Co. Und auch mit Texten auf meiner Webseite. Das war ein englischer Account. Und dann habe ich ein Tool benutzt und dieses Tool hat sozusagen den Link ja, verkürzt, verändert. Und weil ich nicht aufgepasst habe, wurde dann der Affiliate-Link auf meine Webseite geleitet, sodass das aussah, als wollte ich Amazon hintergehen sozusagen. Und ja, das ist natürlich dummerweise passiert. Amazon hat das gemerkt. Amazon hat mich von dem Programm ausgeschlossen. Und dort überhaupt jemanden zu erreichen, mit dem ich sprechen konnte, der sich A damit auskannte und B sich überhaupt ja erklären ließ, was da dummerweise passiert war, das war unmöglich. Ich habe das Geld verloren auf der einen Seite.
Auf der anderen Seite habe ich auch meinen Account verloren. Dementsprechend alle Affiliate-Links, die da hinterlegt waren und, die mussten dann alle erst mal geändert werden. Das ist machbar alles, aber nicht erstrebenswert. Aus dem Grund solltest du immer im Kopf behalten, lies dir die Richtlinien erst einmal komplett durch. Ja, selbst wenn es 'ne Stunde oder 2 dauert, aber das ist sehr viel besser, als wenn du hinterher, ne, better safe than sorry, als wenn du hinterher, 'n Problem mit dem Anbieter bekommst. Deswegen erst einmal schauen und dann handeln.